Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barkrafts. Da auch ein bisschen Vorgeplänkel zu Peters Krieg, neuer Teil, neues Glück, immer noch in der Normandie und ich weiß, der eine oder andere von euch fiebert schon mit, was da jetzt als nächstes passiert. Also es geht rauf und runter, eine Achterbahn der Gefühle und auch, ich sag mal, der Kämpfe, die ja, das geht ja immer so ein bisschen hin und her und wer sich mit dieser ganzen Schlacht in der Normandie und den verschiedenen Angriffs- und Abwehrabschnitten befasst hat, der weiß, das ging ja immer hin und her, bis es dann irgendwann nur noch in eine Richtung ging. Und da werden wir natürlich weiter einsteigen und mit Peter und Rudolf natürlich weiter, ich sag mal, durch die Bocage, also durch die Hecken der Normandie wandern. Einige von euch schreiben immer in den Kommentaren, was ist aus Rudolf geworden und wieso geht Rudolf das Tagebuch nicht weiter und wieso ist es jetzt Peters Krieg und so weiter. Also ich weiß nicht, wie oft ich das noch erzählen soll, aber das Rudolf-Tagebuch ist bis Teil 85, da ist es abgeschlossen. Das heißt also, aus bestimmten Gründen konnte das nicht weitergeführt werden. So, und jetzt ist Peter, aber der Panzerkommandant und sein Richtschütze heißt auch Rudolf. Vielleicht gibt es da ja eine Parallele. Also das muss man einfach mal nachlesen. Wer es ganz genau wissen will, guckt sich einfach das Weihnachtsvideo an und dann wisst ihr das. So, und der Rest, der ergibt sich dann. Ja, das wollte ich nochmal loswerden. Und auch eine Menge Leute von euch haben sich Rudolf ja schon runtergeladen von der Plattform, also vom Shop. Das könnt ihr auch weiterhin machen. Ich lasse das weiterhin bestehen. Wer das will, kann das gerne machen auf der Shop-Seite. Aber lest euch bitte durch, wie das geht, weil jeder Zweite fragt nochmal nach, wieso kann ich das denn nicht runterladen? Wenn ihr das erworben habt und ich euch den Link zugeschickt habe, dann müsst ihr diesen Link immer mit einem Browser öffnen und dann diesen geöffnet, also mit dem Browser öffnen und dann kommt ihr erst zu dem Download. Also es dauert immer noch ein bisschen, also erstmal lesen, was da geschrieben steht. Ich würde sagen, bevor das jetzt hier noch endlos wird mit meinem Gerede, würde ich vorschlagen, wir steigen jetzt ein in Peter und Rudolf in den Panzer und schauen mal, was die beiden in diesem Teil, in dieser Folge erleben. Los geht's! Die Tage ziehen dahin. Wir sind nicht wieder an der Frontlinie gewesen. 3 Tage warten wir nun schon, dass unser Panzer wieder flott gemacht wird. Der Motor hatte ein Problem und die Inst musste daran. Gut für uns, standen wir nun doch schon einige Tage im Kampf. Rudolf gehörte nach dem Tod von Helmut nun ganz zu meiner Besatzung. Schade, dass es so gekommen ist, aber das Schicksal schlägt ja überall gnadenlos zu. Wir sind weit hinter der Front und der Juli bricht bald an. Ein schönes Fleckchen hier in Frankreich. Ein kleiner Fluss in der Nähe und wir können uns erstmal um die notwendigen Dinge kümmern. Scheinbar kommen die Alliierten nicht so recht voran. Überall, wo die sich vorwagen, holen sie sich eine blutige Nase. Trotzdem bin ich mir sicher, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis irgendwo ein Durchbruch erfolgt und da wir keine Truppen mehr in Reserve haben, kann es schon eng werden. Wir hatten eine weitere Lagebesprechung und sollen in Kürze, wenn der Panzer wieder läuft, mit 3 weiteren Panthern wieder nach vorne geworfen werden. Leider schrumpft die Kampfkraft des Regiments immer mehr. Wir verlieren die Panzer schneller, als wir sie ersetzen können. In Russland war es einfach, die Schadpanzer wieder auf Vordermann zu bekommen. Hier ist es eher so, dass die in der Regel zurückgelassen werden müssen, oder die Besatzung sprengt die Panzer gleich. So kommen die Männer häufig abgekämpft, aber ohne fahrbaren Untersatz zurück. Wenigstens sind sie noch am Leben. Da haben wir bis jetzt noch Glück gehabt, aber die Frage ist, wie lange noch? In dem kleinen Örtchen hier ist eine, ja ich würde sagen, Schenke und ich gehe mit Rudolf und ein paar anderen dorthin, um mal das eine oder andere Glas Rotwein zu trinken. Wir haben noch etwas Zeit, denn erst am nächsten Tag sollen wir unseren Kampfwagen wiederbekommen.
In diesem kleinen Dorf scheint der Krieg noch nicht angekommen zu sein. Ich wundere mich noch, warum Rudolf seine Maschinenpistole umgehängt hat. Meine Pistole habe ich immer dabei, aber ich glaube nicht, dass der Tommy hier vorbeischauen wird. Wir setzen uns und der Wirt, ein älterer Herr mit schwarz-grauem, zurückgekämmtem Haar, kommt zu uns. Er scheint nicht viel für uns Deutsche übrig zu haben, aber er nimmt doch unsere Bestellung auf. Nun frage ich Rudolf mal, warum er seinen Kartoffelschmeißer mitgenommen hat. Partisan, kommt es im Flüsterton. Er erzählt, dass es immer wieder zu Überfällen der Resistance kommt und die versuchen so, die Kampfkraft und die Moral zu untergraben. Ja, das kann schon sein, aber ich denke, hier waren die ganze Zeit nur deutsche Einheiten und deswegen sollte es hier wohl sicher sein. Der Wirt bringt 5 Gläser Rotwein und wir kosten. Ungenießbar das Zeug. Das hat sicherlich einen Grund. Ich stehe auf und stelle den Kerl zur Rede. In gebrochenem Deutsch erklärt er mir, dass er nur noch wenig Flaschen des guten Weines hätte, dieser aber doppelt so viel kosten würde. Aha, ein cleverer Geschäftsmann. Ich bestelle dann den guten Tropfen und wir warten mal ab. Ein Junge kommt mit einem Fahrrad vorbei, sieht uns an und hält. Na, der hat wohl noch keine Panzersoldaten gesehen. Nach ein paar Minuten dreht er sich wieder um und verschwindet. Im Örtchen ist doch ein wenig Betrieb. Leute gehen von A nach B und scheinen ihrem täglichen Ablauf zu folgen. Ab und an hört man Motoren brummen, aber sonst passiert hier nichts. Nun kommt der Wirt wieder. Sichtlich nervös stellt er die Gläser ab und bittet um Begleichung der Rechnung. Ich winke ab, wir bleiben sicherlich noch etwas hier. Der Wein schmeckt und wir plaudern über dies und das. Eine zweite Runde wird bestellt und der Wirt scheint noch verschwitzter zu sein als vorher, obwohl es nun gegen Abend etwas abkühlt. Rudolf ist aufmerksam und rührt das zweite Glas nicht an. Ich blicke ihn an, er lehnt sich zu mir herüber und flüstert, dass hier irgendwas faul ist. Kein Mensch mehr auf der Straße, wir sind ganz allein. Rudolf zeigt an, dass wir in der Nähe einer Kellertreppe sitzen. Sollte etwas passieren, dann müssen wir alle fix darunter. Und dann geht es los. Ein Fensterladen auf der anderen Straßenseite wird aufgestoßen und eine MP fängt an zu bellen. Schon in unsere Richtung, aber der Schütze hat wohl Probleme, die Waffe zu halten oder zu kontrollieren. Wir springen von den Stühlen und werfen uns auf den Bauch. Rudolf ruft noch Keller und alle versuchen dorthin zu robben. Der Tisch ist umgestoßen und die Kugeln peitschen neben uns auf die gepflasterte Straße. Ein Schrei und einer unserer Kameraden hat einen Schuss in den Oberschenkel abbekommen. Ich habe meine Pistole schon in der Hand, kann aber von hier nicht schießen. Rudolf springt auf und rennt zu einer kleinen Mauer. Dort in Deckung wartet er auf den nächsten Feuerstoß. Der Verwundete ist schon im Kellereingang, da knallt es aus einer anderen Richtung und aus einem anderen Fenster schießt jemand mit einem Gewehr auf uns. Nun sind wir im Kreuzfeuer, das ist nicht gut. Ich versuche mit der Pistole etwas Luft zu machen. Ich ziele auf das Fenster und gebe 3 Schuss ab. Der Schütze ist zwar nicht getroffen, aber er geht erstmal in Deckung. Rudolf feuert auf den anderen Schützen. Ich springe auf und renne los. Schon taucht der Schütze wieder am Fenster auf, muss aber sich nun weit herauslehnen, um mich zu treffen. Er feuert nochmal, mich trifft er aber nicht. Dann sehe ich etwas Dunkles durch die Luft fliegen, werfe mich auf den Boden und die Handgranate hüpft auf dem Kopfsteinpflaster und geht in einem ordentlichen Schlag hoch. Splitter, so in alle Richtungen. Ich bekomme glücklicherweise nichts ab. Nun wird es mir zu bunt. Ich raffe mich auf und stoße die Tür auf. Stürze durch den Gang und will schon die Treppe rauf, warte aber noch kurz, der da oben hat mich sicherlich gehört. Und richtig. Schon kommt ein Oberkörper um die Ecke mit dem Gewehr im Anschlag. Wäre ich schon auf der Treppe, hätte ich keine Chance gehabt. So feuere ich nochmal 2 Schuss nach oben und zwinge den Gegner in Deckung. Draußen höre ich wieder Schüsse und noch eine Explosion. Sicherlich noch eine Handgranate. Ich flitze die Treppe hoch und werfe mich in den Flur im 1. Stock. Ein Geschoss saust über meinen Kopf hinweg und schlägt hinter mir an einen Holzschrank ein. Der Schütze repetiert und ich habe die 2 Sekunden, die ich brauche. Ich ziele und schieße mein Magazin leer. Der junge Mann hinter dem Gewehr wird zurückgeschleudert, lässt das Gewehr fallen und schaut erschrocken auf das Blut, das aus seinem Brustkorb sickert. Ich rapple mich auf, bewege mich schnell auf den Schützen zu und stoße mit dem Fuß das Gewehr weg. Der Bengel ist erst 15 oder 16 Jahre alt, aber er hat seine Entscheidung getroffen. Das Blut
läuft aus seinem Mund und nach kurzer Zeit fällt sein Kopf zur Seite. Ich schnappe mir das Gewehr, lade es mit der Munition, die ich bei dem Jungen gefunden hatte, und gehe ans Fenster. Rudolf kauert noch immer hinter der Mauer. Da kommt er wohl nicht weg. Ich versuche von hier auf das Fenster anzulegen, kann aber nicht dorthin zielen. 2 Handgranaten liegen noch im Zimmer, die nehme ich mit. Schnell springe ich aus der Haustür, gebe meinem Kameraden im Kellereingang ein Zeichen und überquere die Straße bis zu der Stelle, wo wir vorher noch gesessen haben. Diesmal aber auf der anderen Seite. Im toten Winkel stehe ich an der Hauswand. Ich nicke Rudolf zu, gebe ihm Zeichen, dass ich gleich eine der Granaten werfen will. Er nickt, schiebt die Maschinenpistole über den Rand und feuert auf das Fenster. Ich sprinte los, ziehe eine der wohl amerikanischen Handgranaten ab und werfe die in das Fenster hinein. Der Schütze taucht ab. Ich werfe die zweite noch hinterher, dann der erste Knall und kurz danach der zweite. Glassplitter und Holzteile werden aus dem Fenster geschleudert und ich bekomme noch Teile von dem abfallenden Fensterladen ab. Dann nur noch Rauch und Stille. »Rudolf«, rufe ich rüber, »geh rauf und schau nach.« Er ist mit der Maschinenpistole im Haus im Vorteil. Ich mit der langen Flinte kann da nicht viel ausrichten. Nachdem es keine Bewegung mehr am Fenster gibt, gehe ich zu unseren Männern im Kellereingang. Der Obergefreite Mattis hält den Offizier Herzburg im Arm. Der ist hin, meint er zu mir. Ganz viel Blut auf der Treppe. Scheinbar hat die Kugel eine Arterie verletzt und er ist verblutet. Schweinerei. Die anderen sind aber nicht verwundet. Jetzt tauchen auch endlich Kameraden auf, die den Schusswechsel gehört hatten. Wir tragen den gefallenen Kameraden herauf und warten auf ein Transportmittel. Die Feldpolizei kommt dazu und ich erzähle, was passiert war. Nur Rudolf ist noch immer nicht zurück. Aber ich habe keinen Schuss mehr gehört. Ich werde mal fix nachschauen. Ich gehe in das Haus und rufe. Keine Antwort. Dann nochmal und dann höre ich ein, hier oben, mir geht es gut. Dann steige ich die Treppe rauf und schaue in den Flur. Eine Tür ist aus den Angeln geflogen und scheinbar sind dort die Handgranaten explodiert. Als ich den Raum betrete, sehe ich Rudolf, der auf dem Bett sitzt. Er starrt ein totes junges Mädchen an. Vielleicht 25 Jahre alt, bildhübsch, aber sehr blass und ohne Leben. Ein kleiner Rinnsal aus Blut ist aus der Schläfe gelaufen. Nicht viel, aber scheinbar war die Verwundung tödlich. Die Splitterwirkung der Handgranate hat sie doch voll erwischt. Sie liegt in einer Blutlache, sicherlich ist der ganze Rücken aufgerissen und hat sie schnell getötet. Ich setze mich neben Rudolf und schiebe mit der Hand die französische Maschinenpistole zur Seite, die noch auf dem Boden liegt. Resistance, sage ich nur. Die wollen uns wohl tot sehen. Rudolf überlegt und nach längerem Zögern sagt er, Peter, in Russland haben wir gegen Soldaten gekämpft, gegen Panzer, Flugzeuge und Männer, die uns vernichten wollten. Hier sind es junge Leute ohne Uniform, die uns den Tod wünschen und ihr eigenes Leben dafür hergeben. Das ist doch kein Kämpfen mehr. Die wollen uns töten, nur sind wir in der Regel schneller oder besser ausgebildet. Ich kenne das noch von den Partisanen an der Ostfront. Dort habe ich diesen Jungen im Wald getötet. Und auch die Frau, die sich nicht ergeben wollte. Das habe ich immer noch vor Augen. Aber das hier ist nicht gut. Wir töten Frauen und Kinder. Ich sagte vorerst nichts. Er sollte sich erstmal beruhigen. Dann polterte es die Treppe hinauf und ein Feldwebel der Kettenhunde kam herauf. Er sieht die tote junge Frau und meint nur, was eine Verschwendung und gut gemacht, einer weniger dieser verfluchten Banditen. Ich merke, wie Rudolf aufstehen und sicherlich dem Kameraden ein paar Takte erzählen will. Ich halte ihn zurück. Der Feldwebel erklärt weiter, dass hier immer wieder Soldaten heimtückisch ermordet werden und was die dann mit unseren Kameraden machen, ist eine Schweinerei. Die werden in der Regel auch noch verstümmelt und er hofft nur, dass die dann schon tot sind, wenn ihnen das angetan wird. Das beruhigt Rudolf ein wenig und nach kurzer Zeit gehen wir nach unten. Ich erkläre noch den gesamten Vorfall dem Hauptmann und sehe noch, wie der Wirt aus der kleinen Schankstube verhaftet wird. Wer weiß schon, ob er mit denen unter einer Decke steckt. Wir hatten für heute genug. Es geht zurück zu unserer Unterkunft. Morgen würden wir wieder losfahren. Ich redete noch ein wenig mit Rudolf und er schien sich wieder im Griff zu haben.
Lass es nicht an dich ran, sonst wirst du noch verrückt, Rudolf. Wir haben heute unsere Kameraden gerettet. Das zählt. Spar dir die Wut für den Tommy, dem müssen wir morgen ordentlich eine verpassen. Rudolf nickt mir zu, nimmt eine Zigarette aus seinem Etui und wir rauchen. Die Dämmerung setzte ein und wir beide wussten, dass dieser Kampf hier noch lange nicht vorbei ist.